Ja, und damit einen schönen guten Morgen. Wie ihr gerade seht, ich sitze jetzt im Zug. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Destination Nummer 2. Und damit haben wir Oslo verlassen. Ja, ich muss sagen, Fazit über Oslo fand es echt eine wirklich coole Stadt. Kann ich sehr empfehlen eigentlich. Also 4 Tage waren wir insgesamt dort, 2 von denen habe ich ja Mobile Work gemacht, aber am Abend trotzdem was gesehen und was erlebt. Und am Wochenende am Anfang hatte ich auch quasi die 2 vollen Tage. Und ja, war für mich eine echt schöne Mischung aus doch relativ modern, also viele Gebäude würde ich sagen, oder auch viele Sachen da relativ fortschrittlich. Vor allem halt, also auch so Sachen wie Mobilität, da war E-Scooter, war so ein richtiges Ding dort, aber auch ÖPNV war auch gut ausgebaut, aber auch, dass man fast alles mit Karte zahlt, also Bargeld ist auch schon ein bisschen, scheint auch so ein bisschen Thema der Vergangenheit dort zu sein, das war doch ein bisschen fortschrittlicher, aber gleichzeitig hat es auch diesen, ich weiß nicht wie ich sagen soll, europäischen Stil, würde ich mal sagen, beibehalten. Also es hatte auch schon ein paar historische Aspekte auch, wenn man durch ein paar Gassen gelaufen sind, da gab es schon ein paar ältere Häuser, die irgendwie auch so einen bestimmten Charme halt hatten. Wir waren halt bei ein paar kleinen Orten halt dort und das war schon sehr abwechslungsreich auch, fand ich. Und deswegen würde ich echt empfehlen. Ich glaube auch die Bereiche von Oslo außenrum sind auch ein Besuch wert. Dafür hat uns die Zeit ein bisschen gefehlt. So Orte wie Drammen oder Lillestrøm, das sind relativ große Orte, die ein bisschen am Rand von Oslo liegen. Hätte ich glaube ich auch gern besucht im Nachhinein, aber da hat die Zeit halt gefehlt. Wir haben da schon relativ viel gemacht, glaube ich, unter anderem auch, weil ich halt Mobile Work hatte, also ich zumindest ein bisschen eingeschränkt, hatte Martin ein paar mehr Sachen gemacht am Ende. Kann ich wirklich empfehlen. Wie gesagt, finde ich schon schade, dass wir das verlassen, aber ich freue mich auf unser nächstes Ziel in Bergen. Wir sind ja jetzt erstmal in der Bahn für, ich glaube, 6,5 Stunden geht die Fahrt. Das ist nicht ganz kurz, also wir gehen aber jetzt doch halt, weil Oslo ist ja ganz im Süden eigentlich, und jetzt gehen wir doch mal Richtung Westküste. Bin gespannt, was mich da erwartet. Freue mich auch echt auf die Zugfahrt, muss ich sagen. Ich bin ja schon eine Stunde gefahren und sie ist die einzige Möglichkeit, wenn man so richtig mal die norwegischen Landschaften sehen kann. Das ist auch etwas, worauf ich mich drauf freue. Und deswegen sitze ich erstmal hier, genieße die Zugfahrt und melde mich wieder, wenn wir in Bergen sind. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep traveling on. Tap my weak and shaky knees. At least I can rest my mind. Find some comfort in those yellow and white lines. They've been there all along. Keep traveling on. So, wir sind in Bergen angekommen. Also die Zugfahrt von Oslo nach Bergen, mega schön. Kann ich echt nur wärmstens empfehlen, also sehr abwechslungsreich auch war das. Als wir von Oslo rausgefahren sind, da war halt sehr viel Grün, viele Felder, das sah richtig cool aus. Als wir dann weitergefahren sind, waren wir dann plötzlich in der Berglandschaft drin, mit schneebedeckten Gebirge sogar, was mich nicht mit gerechnet hätte, weil in Oslo war es ja doch deutlich zu warm dafür. Und dann am Ende sind wir durch die Fjorden gefahren, hat man ein bisschen was von den Fjorden noch auf dem Weg gesehen, fand ich auch cool. Und jetzt sind wir gerade angekommen. Stadt sieht jetzt auf den ersten Blick eigentlich echt cool aus und haben jetzt einen halben Tag und unsere erste Mission ist erstmal mit einer Seilbahn zu fahren und ein bisschen mal eine Aussicht über Bergen zu finden. Deswegen, das machen wir jetzt und viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.
Wetter hat sich glücklicherweise wieder ein bisschen verbessert. Wir laufen gerade die ganze Zeit durch, also wir sind relativ nah am Hafen. Und irgendwie an der Seidenstraße sind die ganz so laute kleine Gassen, wie ich das gerade im Hintergrund zeige. Und ist eigentlich echt cool. Also das ist eine Gasse, die war voll mit Souvenirshops und anderen Geschäften. Dann war so eine Gasse, wo halt ganz viel mit Gastronomie war, also keine Kneipen, Restaurants. Und ja, in dieser Gasse war jetzt gesagt nicht so viel. Das war jetzt irgendwie eins, was alles geschlossen hatte schon. Aber ja, ist ganz interessant dadurch zu haben. Leute, ich habe noch ein paar mehr Infos für euch. Wir haben nämlich gerade ein Schild gesehen bezüglich den ganzen... Oh, ich bin voll in eine Pfütze gestiegen. Geil. Nee, also, also Bergen ist scheinbar eine der ältesten Handelsstädte, was im Nordeuropa gibt. Ist auch in der Hansestadt. Und das ist quasi hier hinter uns, also diese ganzen Gassen und diese ganzen Gebäude, das heißt Brüggen. Und es ist sogar eine UNESCO-Weltkulturerbe. Also jetzt haben sie es quasi als Ort hinterlassen mit ganz, wie wir vorhin gesagt haben, mit diesen ganzen kleinen Geschäften und ja auch ein paar kleine Kneipen zwischendurch. Das war ja echt nett zum Durchlaufen, aber das hat ein bisschen mehr eine Bedeutung. Das hat man extra so versucht beizubehalten und ja, jetzt ist eine Weltkulturerbe. Also Freunde, ihr habt ja in dem Neuseeland-Vlog damals die steilste Straße der Welt gesehen. Und jetzt präsentiere ich euch, tadam, die kürzeste Straße Bergens. Ja okay, das ist vielleicht nicht ganz das gleiche, aber ja. Ist dem Martin gerade zufällig aufgefallen? Da oben, da bin ich eingezoomt, da oben steht es. 16 Meter insgesamt. Ist nicht das gleiche wie die steilste Straße, aber man nimmt, was man kann. So, einen wunderschönen guten Morgen, wobei das gelogen ist, es ist kurz nach 12:30, es ist nicht mehr morgen. Oh, ich spiele schon los. So, wir haben relativ viel vor heute, das ist der einzige volle Tag, das wir heute in Bergen haben. Und ja, wir sind heute bei noch einer Seilbahn, also gestern damit haben wir angefangen. Und ein bisschen weiter weg gibt es einen noch höheren Berg mit einer anderen Seilbahn. Genau, kann man schon die ersten Aussichten im Hintergrund sehen. Genau. Wie sieht's aus? Haben ein bisschen mehr gezahlt als für die andere Seilbahn, deswegen ich hoffe, das bietet auch mehr an, aber das sehen wir mal und ja, bin gespannt, was uns unten erwartet. So, wir haben es nach oben geschafft und das kann man relativ gut aus dem Hintergrund erkennen, glaube ich. Wir sind wirklich in den Wolken mit drin. Das haben wir schon festgestellt seit dem Moment, wo wir in Bergen angekommen sind. Das Wetter ist hier sehr durchwachsen, sage ich mal. Es ist auch gerade ein bisschen frisch. Da drüben hatten wir gerade einen Berg zu sehen. Das habe ich zumindest gerade noch gefilmt, wo die Wolke davor kam. Aber ja, es ist nichtsdestotrotz super cool, also das ist doch nochmal deutlich höher als die Seilbahn, wo wir jetzt gestern waren. Wir hatten eben auch gerade eine private Seilbahn quasi, da waren nur ich und Martin mit drin. Und ja, wir verbringen jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit hier oben, gucken uns mal an, das ist jetzt doch plötzlich ganz cool, einfach direkt ganz oben auf dem Berg zu sein. Aber ja, gucken wir, wie weit wir kommen, weil durchaus frisch. Das hier hat Potenzial, ein durchaus geiler Platz zu sein. Das Problem ist, das ist gerade die Aussicht. Irgendwo da unten ist Bergen. Aber ja, sieht man gerade schlecht. Aber sonst Premium-Spots hier.
so, wir wollen eigentlich nur kurz auf diesen Wanderweg mal ein bisschen schauen, sodass sich das Geld, das wir für die Seilbahn gezahlt haben, sich lohnt. Aber wir haben festgestellt, dass dieser Wanderweg wirklich sehr, sehr schön ist. Und mir ist eine Sache jetzt aufgefallen auf dem Weg. Es sieht hier, finde ich, unfassbar wie Neuseeland aus. Also da sind so viele Parallelen, die hier gibt. Oh, ich muss die Kamera stoppen, hier geht es relativ steil hoch. Nee, aber hier gibt es wirklich so viele Parallelen. Ich glaube, viel mehr als Neuseeland kann es nicht aussehen, als wenn man nicht in Neuseeland ist. Der Satz macht gar keinen Sinn. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, mega, mega coole Wanderung. Und mit dem Wetter, auch wenn es natürlich schöner, wenn es ein bisschen sonniger und klarer wäre, das hat irgendwie auch schon was ein bisschen mit den Wolken, finde ich. Das ist jetzt nicht super, super kalt, es ist halt frisch, aber es geht schon noch. Ja, hat was. So, hier ist es. Wir haben leicht übertrieben und sind zum Gipfel hochgegangen. Aber wow, hier ist sich gelohnt hat. Das sind auch die Berge jetzt noch weiter hinter. Immer noch relativ bewölkt. Aber wenn ich mich mal umdrehe, dann sieht man, dass sich das Wetter zum perfekten Zeitpunkt verbessert hat. Da unten ist überall Bergen. Davor direkt ist die Seilbahnstation, da sind wir jetzt hergekommen. Wir sind jetzt diesen gesamten Weg da unten gelaufen. Also war jetzt auch ein kleines Stück, ich glaube es war 1 Kilometer, aber natürlich über viele Felsen. Und dahin sieht man noch den Hafen. Und da sieht man auch eigentlich, wie weit weg wir noch vom Meer sind. Also Bergen liegt nicht direkt am Meer, sondern da ist doch relativ viel Fjordlandschaft dahinter. Aber ja, was ein absolut schöner Wanderweg. Und ihr habt ja vorhin gesagt, das hat für mich ganz sehr viele Parallelen mit Neuseeland hier oben. So, und herzlich willkommen damit wieder nach München. Bin wieder erfolgreich angekommen. Bin ich wieder Standby geflogen, also quasi mit der, wie ich es damals mit Neuseeland gemacht habe, mit dem Hinflug, dass ich nur drauf kann, wenn noch Platz gibt. Das war wieder ein bisschen abenteuerlich, weil ich hatte wieder einen Umsteigeflug. Ich glaube, der erste Flug, der war nach Frankfurt. Ich glaube, ich bin da mit dem allerletzten Sitz noch mitgekommen. Dafür war es aber ein Notausgang. Das war richtig geil, weil ich hatte echt mega viel Platz. Erste Mal, wo ich jetzt, glaube ich, am Notausgang saß. Und den zweiten Flug habe ich dann gerade noch bekommen. Aber das einzige Problem ist, und deswegen sitze ich gerade hier noch in der Ankunftshalle gerade, mein Gepäck hat es leider nicht geschafft. Da war der Umstieg war da, also der war sehr, sehr kurz, weil unser erster Flug verspätet war. Und ich habe es dann gerade noch geschafft, aber mein Gepäck leider nicht. Aber alles gut, denn der kommt jetzt im nächsten Flug und der landet schon eine halbe Stunde, weil von Frankfurt nach München, da gibt es halt einige Flüge, deswegen, und da steht, ich sollte warten und deswegen, da warten wir jetzt erstmal. Ja, genau, ansonsten zu Bergen vielleicht noch ein paar letzte Worte, so ein abschließendes Fazit.
Hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. War doch nochmal ganz anders als Oslo. Wir hatten nicht das beste Wetter. Ich weiß jetzt nicht, ob das häufiger so ist. Also wir hatten an dem Tag, wo wir angekommen sind, den halben Tag, da haben wir wirklich irgendwie nur Regen gehabt, bis auf den Abend, wo es dann ein bisschen, wo die Wolken sich ein bisschen gelockert haben. Aber und jetzt gestern, wo wir den vollen Tag hatten, da war es in der Früh nicht so gut, aber es hat am Nachmittag ist zumindest ein bisschen besser geworden. Da waren wir ganz glücklich drüber am Ende, weil in der Vorhersage hieß es echt, es sollte den ganzen Tag regnen. Aber das Wetter war trotzdem nicht ganz optimal für die Tage. Aber wir haben das Beste, glaube ich, rausgemacht. Ich glaube, gestern war für mich der ganze Tag in Bergen, war vielleicht sogar ein Highlight der gesamten Norwegen-Reise, weil ich fand diesen Spaziergang oder diese Wanderung hoch auf den Berg, das fand ich richtig, richtig cool. Ich wollte ja ein bisschen norwegische Landschaft gehen und ich finde, ich habe es in dem Sinne habe ich ja auch irgendwie doch ein bisschen was gesehen davon. Und dann ja, aber einfach so ein bisschen um die Stadt schauen, nee, das hat echt sehr viel Spaß gemacht und wir waren jetzt wirklich nur ganz kurz da, aber ja, hat eigentlich alles wunderbar funktioniert und so weit. Und ja, aber deswegen bin ich jetzt heute wieder da und damit ist auch ja, Norwegen vorbei. Ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Ich hatte richtig viel Spaß in Norwegen. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Land. Und wir haben hier wirklich nur so einen ganz, ganz kleinen Teil gesehen. Wir haben jetzt nur die 2 größten Städte gesehen und halt ein bisschen von der Natur mit der Zugfahrt. Aber ich gehe, glaube ich, auf jeden Fall da mal gerne nochmal hin. Vielleicht dann ein bisschen weiter nördlicher, halt so Richtung Trondheim oder so. Da gibt es ja auch, glaube ich, ganz schön viel, was man sehen kann. Genau. Ansonsten, das Einzige, also was man halt sich ein bisschen dran gewöhnen muss, das sind 2 Sachen, die für mich ein bisschen merkwürdig waren, ist halt erstmal, dass es halt wirklich den ganzen Tag hell ist. Also ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass es länger hell ist als in Deutschland, als ich das kenne, aber das ging, ich meine, dass es um 23 Uhr oder als es um Mitternacht immer noch nicht so ganz dunkel war. Ist gewöhnungsbedürftig und im Winter hast du halt genau andersrum. Im Winter hast du halt ganz, ganz viel Tageslicht und was genauso störend ist vielleicht. Aber gut, ich meine, das ist jetzt kein Riesenproblem an sich. Das ist jetzt, muss man sich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen. Und was auch mir ein bisschen überrascht hat, ist, wie teuer es ist. Also Skandinavien ist ja bekanntlich ein sehr, sehr teures Gebiet, teurer Ort. Ich glaube, Schweden und Finnland sind ja genauso. Aber ich meine, ich kenne ja schon von Australien und Neuseeland, wie viel teurer es teilweise als Deutschland sein kann. Aber Norwegen war doch nochmal echt deutlich teurer. Also selten konnte man unter 20 Euro irgendwie essen. Das war gefühlt nicht möglich, außer du nimmst nur nur eine Vorspeise. Das hat mich schon echt überrascht. Es war am Ende doch eine ziemlich teure Reise, muss ich auch sagen. Aber ja, am Ende, wie gesagt, ich finde, es lohnt sich schon. Und ja, ich bin gespannt, wie gesagt, ob ich mal dann wirklich mal irgendwie auch den anderen Bereichen sehen kann. Wahrscheinlich in naher Zukunft, aber ich halte es mir auf jeden Fall mal offen, dass ich mal auch ein bisschen mehr von den Naturen, von den Fjorden von Norwegen sehen kann. Ja, aber damit würde ich sagen, ist die nächste Reise beendet. Ja, dann danke. Ich weiß nicht, ob das jetzt 1 oder 2 Videos werden. Ich habe irgendwie noch nicht so eine gute Organisation, was ich jetzt erst gefilmt habe in dieser Reise. Aber auf jeden Fall danke nochmal fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal, ja, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Und ja, wir sehen uns, wann auch immer die nächste Reise geht. Kann ich gerade in dem Moment noch nicht wirklich sagen. Könnte jetzt sein, dass es wieder ein bisschen eine längere Pause gibt, aber man weiß auch nie, ob irgendwas spontan passiert. Ja, ein paar Urlaubstage habe ich noch. Deswegen mal gucken. Aber ansonsten, euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das anguckt. Und wir sehen uns sehr bald. Bye, bye.